Herzlich willkommen zu einem kleinen Test des Lüftungsgerätes. Und zwar teste ich heute das Heizregister, das sich hier am Ausgang befindet. Das ist ein 120 Watt, 12 Volt Heizregister. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein großer Widerstand, der durch Strom erhitzt wird. Und auf der rechten Seite befindet sich der Lüfter. Der schiebt die Luft durch den Wärmetauscher und dann am Ende auch durch das Heizregister, und hier hinten kommt die Luft dann raus. Und in diesem Luftausgangsstutzen, da habe ich ein Thermometer drin, das kommt hier raus mit diesem Kabel, und hier wird die Temperatur angezeigt. Im Moment haben wir hier 19 Grad, das ist einfach die Raumtemperatur. Und über dieses Netzteil, das auch 120 Watt und 12 Volt hat, versorge ich das Heizregister. Und jetzt werde ich einfach mal schauen, was passiert, wenn man das Heizregister anschaltet. Im Moment haben wir wie gesagt 19 Grad und jetzt stopfen wir einfach mal den Stecker ein. So, mal schauen, was passiert. Jetzt steigt die Temperatur langsam auf 24, 25. Man merkt es auch schon, ist auf jeden Fall richtig schön warm. Mal gucken, wie weit das geht. Jetzt sind wir bei 37. Wie gesagt, der Lüfter ist auf voller Leistung. Das ist ein Zentrifugallüfter. Jetzt sind wir bei über 50 Grad schon. Das heizt auf jeden Fall schon mal richtig gut, würde ich sagen. 60 Grad. Jetzt kann es auch langsam aufhören, weil das PLA, was hier verbaut ist, das ist nur bis 60 Grad belastbar eigentlich. Es wird jetzt natürlich nicht sofort wegschmelzen, aber ja, 75 Grad sogar schon. Wow. Ja, also das ist schon heftig. Damit kann man auf jeden Fall schon mal so einen kleinen Fahrradwohnwagen sehr gut erwärmen. Ja, Wahnsinn. 79 Grad. Ich glaube, ich habe hier so eine kleine Heißluftpistole nachgebaut. 80 Grad. Wahnsinn. Das werde ich jetzt auch nicht allzu lange laufen lassen, weil irgendwann schmilzt wahrscheinlich auch das PLA hier vorne. Momentan merkt man noch nichts. Ja, also das ist schon mal ein voller Erfolg. Das kann man so verwenden. Und ich denke mal, wenn hier 80 Grad rauskommen, dann hat man so einen Fahrradwohnwagen wahrscheinlich innerhalb von ein paar Minuten aufgewärmt. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, da verbrennt man sich sogar, also bei 80 Grad ist schon richtig heiß. Wahnsinn, da verbrennt man sich schon die Finger. Also so ganz nah ran könnte ich gar nicht mehr. Ich muss hier hinten, also meine Hand muss ich wirklich hier so weit weghalten. Zu 85 Grad, wahrscheinlich schmilzt gleich das PLA, das werden wir jetzt mal ausmachen. Ja, jetzt wird es schon warm hier außen. Irgendwann verflüssigt sich das. Ja. Also die Teile um das Heizregister rum und danach, die muss ich dann aus PETG drucken. Das ist nämlich wesentlich hitzebeständiger. So, gleich hier ausschalten. Ja, Wahnsinn. Jetzt geht die Temperatur langsam runter, weil ich es ausgeschaltet habe. Und das ist auch gut so, denn sonst würde irgendwann das Kunststoffgehäuse hier wegschmelzen. Jetzt ist es auch schon richtig warm geworden. Ist aber noch stabil, also schon ein gutes Zeichen. Ja, jetzt geht es ganz schnell runter auf 50. Ja, soweit zu dem Heizregister. Ist auf jeden Fall gut zu verwenden. Macht's gut. Tschüss. Ich habe jetzt das Heizregister nochmal angemacht und der Lüfter läuft wieder auf voller Leistung. Und jetzt wollte ich einfach mal testen, was passiert, wenn man den Lüfter dann mit weniger Umdrehungen laufen lässt, wie warm es dann wird. Dann müsste es ja eigentlich noch heißer werden. Mal gucken, ob wir diesen Stutzen hier noch zum Schmelzen bringen. 60 Grad, jetzt warte ich mal, bis wir wieder bei 80 sind. Das hat ja nicht so lange gedauert. Ja, schon extrem warm.
so ganz nah, weil ich kann die Hand nicht mehr halten. Hier hinten ist es okay. So, jetzt sind wir bei 78. Ich warte noch ein bisschen. Jetzt schalte ich mal auf Stufe 4 beim Lüfter. Ich muss die Temperatur noch ein bisschen hochgehen, weil ja nicht so viel Luft durchfließt. Vielleicht schaltet auch irgendwann dieses Heizregister ab. Da ist ja ein Widerstand drin und irgendwann limitieren die sich, glaube ich, selber, bevor sie dann schmelzen. Ja, jetzt geht es Richtung 90. Gucken, ob das schon flexibel ist. Ne, ist noch ziemlich fest. 88 Grad. Schalte ich mal den Lüfter noch weiter runter. Das ist jetzt Stufe 3. 90 Grad. -92. Das ist immer noch stabil. Das ist wirklich erstaunlich. Ich werde das nachher mal auseinanderschrauben, mal gucken, ob da innen drin irgendwas weggeflossen ist. So, ich glaube, ich war auf Stufe 3, jetzt schalte ich mal auf Stufe 2. Jetzt hört sich das so an, als ob der Lüfter aus ist, ist er aber nicht. Der ist nur so leise, dass man ihn einfach nicht mehr hört. Mal gucken, ob wir die 100 Grad noch schaffen. Kann ich wahrscheinlich wirklich bald. Jetzt wird er weich. Hier ist er schon weich. Kann ich richtig reindrücken. Naja, ich muss den neu ausdrucken. Der muss dann aus PET gedruckt werden. Verbrennt man sich jetzt schon fast die Finger. Wahnsinn, ja, kann man nicht mehr anfassen. 100 Grad, yeah. Das Stufe 2 kommen wir bis 100 Grad. Okay, jetzt werde ich es nicht weiter ausreizen. Mal wieder hochdrehen. Jetzt habe ich wieder hochgestellt auf Stufe 5. Jetzt geht die Temperatur gleich wieder runter. Denn jetzt kommt natürlich mehr Luft durch. Aber erstaunlich, dass das PLA so viel aushält. Ich hätte jetzt gedacht, das ist wesentlich weicher bei so hohen Temperaturen, aber ja, das ist eigentlich ganz gut. Ja, soweit zum Hochtemperaturtest. Ja, ich melde mich nochmal, wenn ich andere Teile ausgedruckt habe aus PET. Oh ja, jetzt ist hier das ist richtig weich geworden. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich kann hier richtig reindrücken. Wahnsinn. Da habe ich richtig. Ja, also PLA ist jetzt nicht unbedingt geeignet für so Hochtemperatursachen. Da merkt man es dann doch. Kann richtig das plastisch verformen. Wahnsinn. Ja, also nächste Aufgabe ist jetzt ein paar PET-Teile zu drucken.